dem Workout machen wir wirklich nur ein bisschen Sport, kein wildes Rumgehüpfe, keine wilden Sachen, ich verspreche es dir. Wir machen wirklich ganz entspannt ein klein wenig Sport für den ganzen Körper und wir beginnen auf der Matte mit einer entspannten Übung für den Rücken und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt mal an. Du brauchst eigentlich wirklich kein Equipment für die Übung. Wir stellen unsere Gewichte einmal zur Seite, die brauchen wir später. Und wir legen uns bäuchlings hin, strecken die Arme vor unserem Körper aus, heben den Oberkörper ein wenig an mit unserer Rückenmuskulatur und ziehen die Arme seitlich neben den Körper, strecken sie wieder aus, legen die Arme ab und heben die Beine an. Setzen die Beine dann wieder ab, heben den Oberkörper an und ziehen die Arme seitlich Richtung Körperseite zum Körper hin, ablegen die Beine und die Beine anheben. Dabei aktivieren wir den Gluteus und die hintere Beinmuskulatur. Und jetzt ist wieder der Oberkörper dran. Ablegen und die Beine auf Spannung bringen, vom Boden abheben. Langsam ablegen, Oberkörper anheben und Zug. Stellt euch so ein bisschen vor, als hättet ihr eine Stange in der Hand, die ihr bei dieser Bewegung hinter euren Kopf ziehen möchtet. Führt die Bewegung langsam aus. Haltet hier schön die Spannung auf eurer Gesäßmuskulatur. Beine absetzen und wieder die Stange anziehen. Das machen wir jetzt noch zweimal. Und ein letztes Mal. Versucht mein Tempo mitzumachen, sprich die Bewegung auch immer so lange zu halten, wie ich das tue. Wir machen jetzt eine kleine Pause, in der wir nochmal schön den Rücken ein wenig auseinanderziehen können. Macht den schön rund, ähnlich wie beim Mobilisieren. Ein Katzenbuckel. Ihr könnt ihn auch nochmal durchstrecken und nochmal rund machen. Und dann machen wir uns auch schon wieder fertig für die zweite Runde. Wir fangen wieder an mit den Beinen, die Po-Muskulatur anspannen und das komplette Bein vom Boden abheben. Ablegen, Oberkörper anheben und Zug. Strecken, ablegen und die Beine. Sehr schön. Diese Übung aktiviert quasi sämtliche Muskulatur unserer hinteren Körperseite, von der unteren Oberschenkelmuskulatur über den Gluteus, die unteren Rückenstränge und durch den Zug in den Rücken rein im Oberkörper auch nochmal die oberen Muskelstrukturen. Langsam und kontrolliert ablegen und die Beine anheben. Ablegen und Zug. Und auch jetzt noch einmal zwei Durchgänge. Ablegen, Oberkörper. Und ein letztes Mal. Ablegen die Beine und schön tief in den Rücken reinziehen. Sehr schön. Wir kommen hoch von der Matte und weil wir gerade den Rücken so schön aktiviert haben, würde ich sagen, bleiben wir doch gleich bei einer Rückenübung. Und wir nehmen jetzt auch unsere Beinmuskulatur ein klein bisschen mit in die Pflicht wieder. Und ich schlage vor, dass wir dafür jetzt ein klein bisschen mit den Gewichten arbeiten. Den Rücken kann man klassischerweise immer noch sehr, sehr schön trainieren mit Rudervarianten. Wir gehen dafür jetzt in eine leichte Kniebeuge, sodass unsere Beinmuskulatur so ein klein bisschen auf Spannung bleibt. Heißt, wir gehen in einen hüftbreiten Stand, ein klein bisschen breiter als hüftbreit, drehen die Fußspitzen ganz leicht nach außen aus, gehen in die Knie, so dass, wenn ihr von oben herunter schaut, eure Knie nicht über die Fußspitze hinweg zeigen. Schieben das Gesäß nach hinten raus und halten diese Position.
Jetzt rudern wir eng am Körper vorbei und die Flaschen zeigen dabei mit dem Deckel parallel vor euch nach vorne weg. Und ihr zieht mit dem Ellenbogen im rechten Winkel eng am Körper vorbei und zieht dabei hinten im Rücken die Schulterblätter richtig schön eng zusammen, ganz kontrolliert und bewusst. Und wenn ihr die Arme nach vorne bringt, dann habt ihr das Gefühl, dass die Schulterblätter schön auseinandergezogen werden. Ihr lasst die Arme dabei auch nicht einfach fallen, sondern wie ihr bisher bei mir gesehen habt, ganz kontrolliert, als würdet ihr die Flasche eher von euch wegschieben, als einfach nur herunterführen. Sodass ihr das Gefühl habt, dass ihr sogar Kraft in diese Bewegung legt. Zieht eure Schulterblätter auseinander und wieder zusammen. Und wir machen jetzt noch eine Wiederholung. Zusammenziehen und strecken. Sehr schön. Wir machen jetzt eine andere Rudervariante und nehmen dabei jetzt einfach auch mal eine andere Position in der Kniebeuge ein. Wir stellen uns breiter auf, aber auch hier Zehenspitzen leicht nach außen, leicht in die Knie, Gesäß nach hinten raus. Und jetzt rudern wir breit in den Rücken hinein. Sprich, jetzt zeigen die Deckel der Flaschen aufeinander zu. Unsere Hände haben also eine andere Position eingenommen. Und wir rudern nun breit in den oberen Rücken hinein. Und treffen dabei nochmal andere Muskulatur als beim schmalen Rudern. Und wir müssen in dieser Position, um den Rücken wirklich gerade und stark zu halten, auch unsere Po-Muskulatur auf Spannung halten. Führt die Gewichte kontrolliert zurück. Und noch 2. Und noch eine Wiederholung. Kurz abstellen, kurz die Hände ausschütteln, kurz auch mal die Schultern kreisen lassen, wenn ihr wollt. Auch nach vorne, nach hinten. Lasst dabei immer, wenn ihr die Schultern kreist, zeigt mit dem Daumen nach oben. Das ist für sämtliche Sehnen und Muskulaturstrukturen in der Schulter die schonendste Variante. Und wir machen jetzt beide Rudervarianten noch einmal in einem durch. Schmale Kniebeuge bzw. maximal hüftbreit. Knie einknicken, Hüfte nach hinten rausschieben und enges Rudern. Ganz bewusst die Schulterblätter zusammenziehen und auseinander stretchen bei der Bewegung nach vorne. Kollabiert nicht im Rücken, werdet nicht rund. Das möchte ich nicht sehen. Haltet die Schultern hinten auf Spannung und führt den Ellenbogen im rechten Winkel eng am Körper vorbei. Und wir machen jetzt noch 4 Wiederholungen. Noch 3, 2 und die letzte. Wir machen quasi gar keine Pause, wir gehen direkt in den breiten Stand. Knie, Hüfte und breiter Zug in den oberen Rücken, dass eure Ellenbogen im höchsten Punkt etwa auf Höhe eurer Schultern sind. Haltet hier stark den Rücken gerade, fallt nicht ein und holt die Kraft, um das zu stützen, auch gerne aus der Po-Muskulatur. Und wir machen noch 3 Wiederholungen. Noch 2. Und eine letzte. Sehr gut. Hatte unser Rücken jetzt schon ein bisschen was zu tun bekommen. Und jetzt machen wir weiter. Jetzt werden unsere Beine noch mal ein klein bisschen mehr mit in die Pflicht genommen. Die folgende Übung, die erfordert so ein klein bisschen Übung und Balance. Ärgert euch nicht, wenn ihr am Anfang noch so ein bisschen rumwackelt oder wenn ihr aus dem Gleichgewicht kommt. Das ist ganz normal. Die Übung wird in eurem Körper erstmal, das Muster dieser Bewegung wird in eurem Körper erstmal abgespeichert und ihr werdet von Mal zu Mal, wie ihr die Übung ausführt, immer besser. Ich würde sagen, den ersten Satz davon
mache ich ohne Gewichte und dann zeige ich euch, wie wir die Gewichte da auch noch mit einnehmen können. Alles klar. Ich rede nämlich von einem dynamischen Ausfallschritt. Sprich, wir gehen erstmal in eine Ausgangsposition. Wir nehmen das linke Bein erstmal als Standbein, setzen das rechte Bein zurück, verschränken erstmal die Arme vor unserem Körper und gehen in einen Ausfallschritt nach hinten. Und dann setzen wir ihn nach vorne und machen den Ausfallschritt nach vorne. Gehen dann wieder zurück, tappen kurz auf und gehen dann wieder in einen Ausfallschritt hinten. Tappen kurz auf und machen den Ausfallschritt wieder nach vorne. Kurz auftappen und nach hinten. Nutzt diesen Moment in der Mitte, um euch immer noch mal auszubalancieren und sucht euch am besten mit den Augen einen Punkt im Raum, den ihr fixieren könnt. Dann wird es euch leichter fallen, die Balance zu halten. Aus dem vorderen Ausfallschritt dürft ihr euch ruhig mit dem vorderen Bein wirklich so ein bisschen quasi, als würdet ihr euch mit Schwung rausdrücken wollen in die Ausgangsposition. Und bei dem Ausfallschritt nach hinten nutzt ihr in diesem Fall das linke Bein, um euch mit Kraft nach oben zu drücken. Sehr gut. Jetzt machen wir das Ganze mit dem anderen Bein. Jetzt ist das linke Bein das dynamische Bein und unser rechtes Bein bleibt stehen. Wir gehen erst nach hinten weg, tappen kurz auf und kommen nach vorne. Tappen kurz auf und wieder nach hinten weg. Bleibt schön stabil. Achtet darauf, dass eure Knie des Beins, was hier in dem Moment vorne ist, beziehungsweise beim Zurückgehen ist es dieses. Achtet darauf, deswegen kontrolliert euch am besten vielleicht bei der Übung irgendwann mal im Spiegel, dass euer Knie nicht über eure Fußspitze hinausschießt. Dann könnt ihr auch eigentlich gar nicht mehr auf der Ferse stehen bleiben, sondern es immer der ganze Fuß aufsetzt und das Bein 90 Grad gebeugt ist. Und wir machen noch 2 Wiederholungen. Noch einmal nach vorne. Und das ist die Runde Nummer 1 gewesen. Ich würde euch vorschlagen, wenn ihr die Übung noch nicht so oft gemacht habt, bleibt erstmal dabei, die ohne Gewicht zu machen. Und ansonsten, wenn ihr schon zu den Profis gehört, nehmen wir uns Gewichte mit dabei. Das heißt aber auch, dass wir uns nicht nur hier vorne ausbalancieren mit den Armen, sondern seitlich. Und nehmen wieder das linke Bein als Standbein, machen den zweiten Satz jetzt mit Gewichten. Rechtes Bein nach vorne, nach hinten, tappen und nach hinten absetzen. Tap, nach vorne, tap und nach hinten. Konzentriert euch, dass das Knie, was jeweils vorne ist, jetzt also das rechte und in diesem Fall das linke, dass die nicht anfangen zu wackeln, sondern dass die wirklich wie in einer Schiene ganz stabil während der Beugung vor euch stehen bleiben. Und wir setzen noch einmal nach vorne und zurück. Und machen jetzt noch den Seitenwechsel. Rechtes Bein bleibt stabil, das linke Bein dynamisch nach vorne, Tap ran und nach hinten, Tap und nach vorne. Zweimal und ein letztes Mal. Drückt euch jeweils mit der Kraft aus dem gebeugten Bein nach oben und dann habt ihr das jetzt auch schon geschafft. Irgendwann schafft ihr das ganz easy
mit den Gewichten, da bin ich mir sicher. So, für unsere nächste Übung haben unsere Beine jetzt auch noch mal ein bisschen was zu tun. Ich möchte mit euch noch mal eine Kniebeuge machen, und zwar eine, die etwas breiter ist und die wir dann wirklich ganz gezielt noch mal auf unseren Gluteus fixieren. Und wir nutzen dafür diesmal aber auch ein bisschen Gewicht. Bleiben dabei im Oberkörper allerdings dieses Mal undynamisch, heißt wir setzen die Flaschen bzw. unsere Gewichte umgesetzt auf unsere Schulter, gehen in eine Ausgangsposition, die tendenziell wirklich ein bisschen breiter ist als hüftbreit. Die Fußspitzen sind wieder nach außen ausgedreht. Wir gehen leicht in die Knie und schieben dann erstmal unser Gesäß so weit nach hinten raus, wie es für uns möglich ist, und gehen dann in der Position nach oben und drücken dabei unsere Hüfte bewusst ein Stückchen nach vorne und spannen dabei ganz aktiv die Gluteusmuskulatur nochmal an. Beim Hochdrücken achtet darauf, dass ihr die Knie aktiv nach außen drückt. Das heißt nicht, dass eure Knie jetzt nach außen wegwandern sollen, das geht auch gar nicht. Aber ihr sorgt somit dafür, dass sie euch nicht nach innen weg kollabieren, sprich so. Das wäre falsch. Damit bringt ihr Druck auf eure Menisken, die irgendwann etwas beleidigt sein werden, wenn ihr das weiterhin öfter so macht. Deswegen ganz wichtig, Knie nach außen wegdrücken und die Hüfte immer ganz kontrolliert nach hinten raus. Wir führen diese Übung absichtlich wirklich recht langsam aus, damit unsere Muskulatur auf diesen Bewegungswegen möglichst lange die Spannung halten muss und zu keinem Zeitpunkt Pause hat. Und wir machen davon jetzt noch 3 Stück. Dann machen wir eine kleine Satzpause und dann machen wir davon noch einen zweiten Satz. Tief, Knie nach außen drücken und hoch. Sehr schön. Einmal kurz abstellen, einmal kurz die Beine und die Schultern lockern, wenn ihr möchtet. Einmal tief durchatmen. Was immer hilft, wenn ihr das Gefühl habt, puh, ich brauche mal ein bisschen Luft, Arme heben. Damit öffnet ihr immer euren Brustkorb. Eure Seite streckt ihr damit auf und damit kommt automatisch mehr Luft in eure Lungen. Wunderbar. Nächste Runde, zweite Runde. Gewichte über den Schultern absetzen. Etwas breiterer als hüftbreiter Stand. Fußspitzen zeigen nach außen und wir gehen tief. Knie nach außen drücken, hoch. Hüfte aktiv. Knie beugen, Hüfte nach hinten raus. Beugen, push. Hüfte nach vorne raus. Sehr, sehr gut. Versucht in meinem Tempo zu bleiben, versucht mein Tempo mitzumachen, werdet nicht schneller. Auch wenn ihr denkt, natürlich können wir doch schneller. Aber es geht darum, dass wir durch das Tempo die Intensität der Übung nochmal ganz konzentriert verstärken. Schön. Die Knie nach außen. Push nach vorne und wir machen noch 2 Wiederholungen. Push nach vorne. Hüfte nach hinten weg. Tief. Einen Moment halten. Wenn ihr könnt, wippt ein wenig. Und langsam Knie nach außen drücken. Langsam aus dieser Position nach oben drücken. Und den Po nochmal anspannen. Sehr gut. So. Jetzt machen wir noch eine letzte Übung, in der wir unsere Schulter noch mal ein klein bisschen mehr mit in den Fokus rücken. Am besten nutzen wir dafür die Matte. Wir gehen quasi in eine Ausfallschrittposition. Wir machen uns aber ein klein bisschen einfacher, indem wir das hintere Bein nämlich auf den Boden absetzen werden. Sprich, wir gehen in einen knienden Ausfallschritt. Und ich möchte, dass ihr beide Flaschen in die Hand nehmt. Ihr werdet beide über den Kopf strecken und abwechselnd vor eurem Körper nach unten führen. Und ihr seht,
Beobachtet den roten Deckel, daran sieht man es immer sehr gut. Ich drehe dabei meinen Arm so vor mir ein, dass die Innenseite meines Unterarms zu mir zeigt. Und ich führe den Arm dabei immer möglichst eng am Körper entlang. Sprich nicht hier irgendwie so, ne? Das nicht, sondern ganz kontrolliert direkt eindrehen vor eurem Gesicht und haltet die Stabilität im Oberkörper, dass ihr nicht anfangt zu wackeln. Eure Rumpf- und Chormuskulatur muss das auch ein bisschen ausgleichen. Und vor allem muss eure Schultermuskulatur hier dynamisch arbeiten. Und aber auch statisch in dem Moment, in dem ihr das Gewicht über dem Kopf haltet. Tut mir den Gefallen, streckt den Arm nicht zu 100% durch, wenn ihr über dem Kopf seid. Nicht so, ihr seht es, der linke Arm ist leicht gebeugt, der rechte Arm ist gerade. So hält eigentlich nur mein Gelenk die Spannung. Auf dem linken Arm muss meine Muskulatur die Spannung halten. Das ist es, was wir wollen. Alles klar, wir gehen einmal hoch, wechseln einmal die Seite. Jetzt bleibt das linke Bein vorne, das rechte Bein vorne. Wir setzen das linke Bein zurück. Und jetzt machen wir eine Seitheben-Variante in dieser Position. Sprich, wir heben das Gewicht durch eine seitliche Armübung vom Körper weg mit dem Ausgangsziel, also würdet ihr so tun, als würdet ihr diese Flasche ausleeren wollen. Heißt, ihr dreht auch hier den Arm immer so ein bisschen ein. Das sorgt automatisch dafür, dass euer Ellenbogen weiter nach oben wandert. Mir rutschen die Gesichter aus der Hand, Leute. Ich schwitze tatsächlich. Ich hoffe, ihr auch. Und unsere Arme gehen dabei nicht über Schulterhöhe. Ich möchte nicht sowas erreichen, sondern wirklich nur eine Position, in der der Ellenbogen etwa dann auf Schulterhöhe ist und der Arm sich eindreht. Wunderbar. Stellt die Gewichte kurz ab. Ihr könnt gerne nochmal die Schulter ein bisschen lockern. Ein bisschen rotieren. Die Hände nochmal lockern. Und dann machen wir das Ganze jetzt noch einmal mit den Schulterpushs, mit dem Eindrehen und noch einmal mit dem Seitheben, jeweils mit dem anderen Bein, und dann haben wir es geschafft. Und jetzt machen wir wieder unsere Schulterpush-Variante. Linkes Bein nach vorne, beide Arme gestreckt zu 95% und wir fangen wieder an. Der linke Arm dreht vor unserem Gesicht ein, sodass unser innerer Unterarm schlussendlich vor unserem Gesicht nach unten kommt. Und wir wechseln das immer wieder dynamisch ab. Und der andere Arm hält mit Spannung das Gewicht über euch. Sehr, sehr gut. Das Atmen nicht vergessen. Und wir machen noch pro Seite 2 Stück. 1 und Nummer 2. Sehr gut. Und jetzt, so wie davor, den Beinwechsel und ein letztes Mal für unsere seitliche Schultermuskulatur die Seitheben-Variante. Und denkt daran, schön das Eindrehen. Stellt euch vor, ihr wollt die Flasche auskippen. Lasst die Arme nicht zu weit am Körper hochwandern, nicht über die Schulterhöhe hinaus. Bleibt aufrecht im Oberkörper und führt die Bewegung wie immer langsam und kontrolliert aus. Vor allem die Abwärtsbewegung. Haltet schön dagegen, arbeitet gegen die Schwerkraft. Die möchte gerne, dass ihr das Gewicht ganz schnell auf den Boden zurückschnellen lasst, aber ihr sagt nein. Und führt die Übung langsam und kontrolliert aus. Jetzt noch 2 Mal. Und dann haben wir es geschafft. Und hochkommen. Super.